Cowboys alle. Willkommen zu einem Ja, zu einem Video, Red Dead Redemption. Livestream, tut mir leid, Video, hahaha, Livestream, ja genau. Wir spielen Red Dead Redemption online. Ich habe es noch nie gespielt, werde wahrscheinlich auch Charakter erstellen. Keine Ahnung, wie das jetzt abläuft, ob das bisschen so, keine Ahnung. Da kenne ich mich jetzt nicht aus. Also, es lädt auch relativ lang, was ich doch glaube. Ja. Was soll ich da jetzt noch kurz zu sagen? Ich habe mich nicht informiert. Ich bin jetzt komplett gespannt. Und es wird geil. Der Revolver dreht sich da unten, man sieht's. Super. Okay, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. The fuck? All right. Let's see what we got. Ah. Sorry, aber ich bin ein Typ. Right. All right, then. Deputy, would you please? Alter, what the fuck? I'm gonna need your details. Ich nenne mich einfach Ninja. You aren't going anywhere, and neither am I. Okay. Take the time and get this right. Noch nicht mal 20. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. We're gonna need a fair record of you. Augenfarbe. Das. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. Okay. Fangen. How you doing with that? Okay, then. Einfach kein Ja. Wort. Verwittert, what the okay, warte. Also es ist echt so wie GTA. Sommersprossen. Brauche ich nicht. Lieber Fleck, brauche ich auch nicht. Flecken. Das, Narben.
was es. Let's go, Alter! Jo! Junge, die 60 prallen bei mir, Junge. Alter, Junge, die 60 ist schon. Ne, ich mal grad 20. Pfeifen. Gut. Ich lasse das mal so. Okay, let's get a photograph. I'll need to see your fingers, palms to you. Okay. Es ist schon. Ja, ne? Ich sag's mal so, es sieht relativ okay aus. Ich bin ja sowieso kein Typ, so der gut im so ein Charakterdesign ist wie GTA oder so. Ich bin jetzt da kein. Ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, ja, geht eigentlich. Man kann sich ja Haare und so wieder ändern, so ein bisschen. Also ich hoffe, wir machen hier so ein bisschen Kohle, du weißt, Alter. Jetzt erstmal Zwischensequenz, habe ich das Gefühl. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens aid staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. We need to perform a work detail out in Rhodes. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir,
How about you pick up these guns, and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Then you better get on this horse. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. He's just up here. There's the camp. Get your horse. I'll wait. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Horley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Horley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. That looks more comfortable. Horley? Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, state speculator and crook, Mr. Amos Lansing.
ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts. Crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother. Outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief. Not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, soll ich Leute umbringen. Darin bin ich natürlich eher Experte. Wenn ich wüsste, auf wen ich schießen soll, dann mache ich das. Was ich jetzt erstmal verstanden habe, ist, dass ich... Kann ich jetzt schon? Okay, das ist Reading. Ah, kann man das Ganze auch aufleveln? Oder was? Man kriegt dann echt XP drauf. Okay, das ist echt interessant. Noch XP auf seine Faust. Nee. Was mich jetzt interessiert, ist auch Valentine, Blackwater. Gibt es das alles auch? Ja, ich weiß halt nur dieses von Red Dead Redemption und nichts von online. Nee, warte mal. Das kenne ich doch. Da war ich doch auch in Red Dead Redemption. Also ich kenne halt diesen roten Sand so. Es kann aber auch sein, dass es woanders ist, aber ja. Sei nicht weg, Peter.
Oh, ich würde gern zum Postmeister. Wo ist er denn da, Willi? Ich bin da. Uli, bist du drin? Ah, Uli. Moin. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up at Blue Water Marsh. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Also, Good afternoon, sir. soll ich diese, die du jetzt gesagt hast, soll ich jetzt wegmachen, Alter? Gib dich zum Water, Alter. Oh, komm her. Gut, wenn ich später halt frei bin, würde ich sagen, würde ich mich echt konzentrieren drauf. Hier Kopfgeld, ein bisschen jagen, ein bisschen Freiheit machen. Du weißt, hier ein bisschen ausrauben, ein bisschen was Illegales. Illegal, ja genau, wir sind im Westen, als ob es da illegal ist, Junge. Ja. Okay. Peter. Ja. Nice! Spritze, Junge! Oh man, ich spüre erstmal eine Spritze rein. Doch, Slammel, doch. Eine Spritze muss sein für Pferde. Es muss sein. Es ist ein Muss. Was ist hier, Junge? Ah, hi. Ja, what the fuck? Also, Versteck. Super. Ich würde sagen, hier so am Wasser. Was glaubst du? Das auch. Ich seh's. Level, pass auf, vielleicht kannst du ja noch lernen. Boah. Alter, what the fuck? Junge, Problem! Alter, komm mal!
Mercy, Junge. Ja, spielen wir jetzt hier Overwatch oder was? Was für No Mercy, hä? Jumpshot! Jetzt hier der Beste von uns, Alter. Lemoyne, don't forget. You ain't gonna be remembered. Not like us. Abgestochen, Junge! Wo ist er, hä? Zeig dich! Abgestochen! Ich schneid dir die Kimme auf! Boah! Alter, Wallah! Alter, Junge! Erstmal aufgeschlitzt. Okay. Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. It's a map. Just Gib mir das jetzt, Alter. Wie jetzt aber runterfallen lässt, Alter. Ja, verpiss dich. Verpiss dich. Ja, geh. Ja, geh. Meine Fresse. It's a map. Dann soll ich schon mal ja den Schinken, was er uns hier gegeben hat. Aha. Okay. Verstehe. Sind die hier oben was? Haben die was Schönes? 10 Cent oder? Alter! Ja, ich hab gut Money. Haben die irgendwas noch? Schade, ich dachte, die haben ja das. Aber ja. Klapprige Schindpferde. Ah. Okay, das ist sehr interessant. Ah, ich habe gute EP bekommen. Okay. Blitzt es? Scheiße, es donnert. Ich muss los, Brudi! Ungefähr. Der wird da los, Junge, zieh durch. Kein Apfel, Junge. Ist ja noch an zu pissen. Super. Wow, das hätte jetzt auch ohne dieses Adlerhupshaze.
Money? Okay, einfach Crab. Ja, okay, 3 Euro. Hey, sieh da. Was ist jetzt genau mein Job? Frei? Emerald Ranch? Valentine? Blackwater Strawberry? Ich war einfach mal nach Valentine. Würde ich sagen. Gehen wir mal hier ein... Ja? Okay, das nehme ich. Das ist ja ultra cool. Nicht wahr jetzt? Ich dachte, ich bin jetzt frei. Ich kann jetzt nicht saufen. Nee, Alter, ich muss die Story durchspielen. Als ob es für hier jetzt auch eine Story gibt, Junge. Nein, jetzt mal ehrlich. Wer braucht eine Story in einem Online-Modus? Wer braucht das? In GTA gab es auch keine Story. Ja, in GTA Online gab es auch keine Story. Da wurdest du einfach reingeworfen. Und gesagt, jo, Digga, jetzt mach das mal. Was ich gut fand, weil dann warst du einfach frei. Dann hättest du einfach alles machen können. Ja, mein Pferd. Aber nicht so dumm rum. Auch besseres Pferd. Nicht so Kalko. Ich kann treten. Halt dem gerade nicht schlecht. Guck mal da, das ist ja ein Stein. Seht ihr den Stein da? Der ist ja ultra selten. Ha. Ne? Komm, wohl, ja. Mit. Hier hast du die kleine Decke zum Zudecken hier. Ein. Halt mich.
Also da muss ich jetzt echt sagen, gefällt mir nicht, weil es halt so, ja, erstmal Story machen. Oh, wow. Also lieber gehe ich da jetzt direkt in Online-Modus und war darum querträumig. Was guckst du mich an, ne? Direkt aus dem Gefängnis raus, erstmal ein Bullen. Ich meine natürlich ein Gesetzhüter anschreien. Das ist Headshot. So. Also, es hat mir nichts gebracht. So. Diese Dame will, dass ich jemanden umbringe, der ihren Mann umbracht. Verstehe ich, fühle ich. Nur, als ob ich dann einfach nicht frei bin und was machen kann. Nee, ich muss die ganze Zeit mich mit dieser Story beschäftigen. Soll ich das jetzt 70 Stunden lang machen, bis ich diese Story jetzt durch habe oder was? Genau, er sagt ja. So. Machen. Oh, Clanny Davis, Alter. Trifft dich mit Clanny Davis. Was denn jetzt das? Ja gut. Oh ne, das ist nicht gut. Ist echt nicht gut. Bin ich jetzt doch frei? Oh, Ehre. Erstmal Party machen. Gut, bin wieder. Jetzt geht wieder los. Okay, geht wieder los. Jetzt geht's aber los. Also komme ich jetzt, ne? Komme ich jetzt in eine Spielsitzung rein. Das ist gut. Bereit. Einfach so. Der kann der letzte auch mal bereit drücken. Waffenarsenal. Ich sag's mal so. Ist jetzt schon interessant so. Hä? Wer ist jetzt das? Können wir uns jetzt gegenseitig aufs Maul hauen oder was? Kannst du bitte mal aus mir rausgehen? Du rückst mir gerade sehr auf die Pelle. Der guckt so, oh, look, there's a penny.
Digga! Alter! Junge! Alter, wie die Pferde runterfallen. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. Ja, Digga. So, Geld there's a verdienen. gang of ne'er-do-wells. Ah. They are... Ja, überspringen. Es geht um Kohle. Mehr brauchen die erfahren. Es geht um Kohle, das heißt, legen wir jetzt los, würde ich sagen. So, geht wieder los. Rein, Junge. Geht auch mit Kollegen erschießen. Wieso sind die eigentlich ineinander? Ach, die reiten zusammen auf einem Pferd. Damn it. Junge, Dauerschuss wie damals in Vietnam, Junge. Schuss. Ist ein Revolver reingeschossen, Junge. Da geiern die von hinten. Headshot. Headshot. Komm mit, Uli. Du hörst jetzt mir. Auch nicht wahr jetzt, oder? Ach, das sind die lange laufen nicht. Die schon mal die Knarre. Moin. Raus weg, Junge! Du dummer Spaß. Ich hab nichts. Renn dir die Seele aus dem Leib. Uiuiui, das war ein knapper Sniper. Uff. Oh, das war ein Schuss. Aber so ist von meinem Hahn vorbei, Junge. Alter! Junge, jetzt habe ich den Schuss. Was soll ich jetzt sagen? Also, wir gehen jetzt dorthin. Ich leg mal besser meine Waffe weg. Nicht, dass sich Leute noch denken, wir rennen hier mit Waffe rum, Junge. Das ist alles legal, Jungs. Well, Horley was right.
right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. Also wie ich jetzt so die... Ich reibe mir schon so richtig die Hände so... lecker! See you soon. Come on, Clive. Er ist so richtig so... What? Ich denke wieder so... boah. Ich meine, ich habe Geld bekommen. Pferd bekommen. Luxus. Des Todes. Pferde. Moin. Zubehör und Dienste. Pflegeleistungen. Ist. Einfach mal Sättel. Wir nehmen natürlich das Beste vom Besten. Obwohl, komm, wir nehmen das gratis. Hörner! So. Gut. Rang 3. Clips bei dem Lager. Ohne Spaß. Wenn das jetzt gleich noch mal so abläuft, dass ich jetzt nach der Quest hier jetzt was ich mache, noch mal was machen muss, dann reicht es mir, weil ich will euch wirklich jetzt nur wirklich eine Stunde aufproben. Was anderes will ich nicht. Nur eine Stunde, mehr gibt's nicht. Junge, als ob ich jetzt hier knappe 50 Minuten einfach nur Story gespielt habe und das einfach nur unnötige und langweilig, also langweilig, ja, geht, aber es war wirklich sehr unnötig, muss ich sagen. Mein Überlegen war. Wir haben da jetzt so, wir müssen jetzt zu diesem Cliff, wir haben jetzt diese Mission gemacht, ja, das so ein bisschen durchgemacht. Story gehört auch ein bisschen dazu, ja, aber das war bei GTA jetzt auch nicht so. Aber ich hoffe, der Typ macht alles richtig. So, Peter. Ja, habt ihr irgendwas genommen, Junge? How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, this is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. Sag mal, jetzt soll ich nach Blackwater reiten, Junge, soll ich jetzt irgendwann noch hoch in die Berge reiten, da wo wir am Anfang von Red Dead Redemption 2 waren vom Story Game, soll ich da noch hinreiten? Und soll er die Reste auflösen oder was? Was soll ich da noch machen, Alter? Up to you if you listen to him, I guess. You know, I used to like that kind of stuff.
One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Hat's mittendrin bemerkt, so dass das eine blöde Geschichte ist. Das nenne ich gut. Den Typen erschießt sich irgendwann, das sehe ich schon kommen. Oh, Stil. Oh. Okay. Hallo. Jetzt bin ich komplett frei, oder was? Gut, endlich. Da kann ich jetzt rumreiten. Falco. You know, I once traveled with a circus not far from here. Was hätten wir alles? Komm mal her. Gut, dann würde ich sagen. Was ist denn das? Steck. Das mache ich. Eine Lizenz für die Kopfgeldjagd. Das muss rein. YOLO. Da kann ich nämlich Leute wegmachen. Allein Kopfgeld. Das werde ich noch machen, wenn ich das noch schaffe. Und dann werde ich Stream ausmachen. Sag ich mal. Vielleicht treffe ich ja noch irgendwas. Ich meine, vielleicht treffe ich auch auf die Sekte, weil ich hatte ja mal. Oh mein Gott. FXP, Junge! Ich bin ja mal auf so eine Sekte getroffen. Irgendwo. Voll komisch, die haben mir irgendwie was angeboten. Dann haben die sich selber angezündet. Das war so voll komisch, weil die sich halt so. Die haben sich gegenseitig angezündet, die haben richtig komische Sachen gemacht. Ich meine, so eine Sekte trifft man ja auch nicht alle Jahre. Oder alle Tage. Weißt du? Hätte sein können. Ist es da jetzt Spieler? Nö, mach ich lieber nicht. Der rasiert er mich. Wahrscheinlich muss man auch noch so ein Kopfgeldjagd-Tutorial machen, wie ich das am besten mache. Kopfgeldjagd. Wahrscheinlich steht dabei so richtig hart nur Dead or Alive. Digga, natürlich liebe ich die live ab. Weil da kommt man safe geile Money. I thought you said they'd be here. That's what I thought. Is this them? Nope. Well, there they are in the wagon. That's her. Whoa there. You all looking for the Twin Rocks gang? Isn't everybody? I got them for you. In the back. Go ahead. Okay. Count them up. They're all there. God damn. 1, 2, 2.5. Let me get you your money. That's something. Bringing all them boys in, you know. Bounty hunting ain't so hard. Any fool can do it. I ain't so sure. How about you there? You fool enough to try? Become a bounty hunter? There's Yeah. a board up at most every jailhouse and post office. Sheets going up regular. All you need is a license, which the sheriff will sell you. You can take down a poster and go. Alive, get your full price. Dead, a little less. You go after one of the big ones, I'll tell you what I know about them, as a favor. Worst that can happen is they kill you. There's only 9. I counted them twice. There was 10 when I pulled up. I know you're hiding out there. You got 10 seconds to turn yourself in.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, No. 2, No, please. 1. Please, no. There's your tent. Clean it up, Archibald. If it ain't all here, I will be back. Also, I'm sure you Mädel, kannst du mir doch mal sagen, bei wem du deinen Anzug her hast? Das ist schon nice. Help 'em out, won't you? Digga, steigst du gerade auf mein Pferd? Out of money, huh? Well, if you don't have it now, you can come and get a license when you do. They sell them wherever they hang them posters. Good luck now. Das will ich jetzt. Ich will jetzt eine kaufen. Ende. Nein. Okay, das ist scheiße. Ja, okay. Aber das war's mit Red Dead Redemption. Sorry, aber ekelhaft war das jetzt zum Schluss. Das ist echt dumm, dass ich dafür jetzt Gold brauche, anstatt dass ich einfach meine Money rausballern kann. Aber nee, egal. Dann mache ich das halt beim nächsten Mal, wenn ich Gold habe. Dann ist die weg. Mal gucken, wie viel Gold ich denn habe. 0,23. Super. Das kann ja noch Jahre dauern. Also, wir sehen uns dann. Ne? Tschüss. Allah Akbar.